Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Wir lassen zu Anfang gleich mal einen Glücksimpuls springen. Ich glaube, wir können alle ein bisschen Kraft und auch Good Vibes brauchen. Für alle, die hier sagen, ach, das dauert mir alles zu lange, das Video ist zu lange, hier oben ist in eurem Bildschirm drin ein Rädchen, da könnt ihr die Geschwindigkeit ein bisschen hochstellen, dann geht mein Sprechen schneller. Ansonsten möchte ich mich eigentlich nicht noch mehr verkürzen in allem, denn ich bin kein Fastfood-Restaurant, leider. Ich bin auch kein TikToker, weil mir das einfach zu kurz ist, ne? Ansonsten, was gibt es von mir noch? Nichts. Die Woche war bedrückend, aber ich bin immer positiv. Die Hoffnung stirbt zuletzt und schauen wir weiter. Am Ende dürft ihr noch ein Krafttier wählen, wer möchte. Ansonsten freue ich mich über jedes Like, über jeden Kommentar und auch über jede Spende und jeden Super Thanks. Ich möchte jetzt die Namen nicht immer erwähnen, weil ich glaube, manche wollen es auch nicht. Deshalb sage ich es allgemein, aber ich habe es wahrgenommen und gesehen. So, Good Vibes für diese Woche. Wir können unsere wahre Größe leben und in irgendeinem Bereich aufatmen. Schauen wir ins große Blatt des Kollektivs für die nächste Woche. Was darf ich weitergeben? Ja, wir haben hier so ein bisschen Veränderungstendenzen tatsächlich, Anfang und Ende von Situationen. Hier kann sein, dass sich eine Belastung reduziert, dass sich andere Wege ergeben, dass eine Absage zum Beispiel auch ein gutes Potenzial hat, also etwas funktioniert nicht und bringt deshalb eine bessere Lösung mit. Ich habe viele Nachrichten, Kommunikation, aber auch, wenn man so auf Nachrichten wartet oder Post oder Gespräche, die anstehen, könnten die hier mit Hindernissen einhergehen. 3, 4, 6, 7, 8. Ich habe plötzliche Klarheit. Das sind Aha-Erlebnisse. Das ist ein Wissen, das dir plötzlich zur Verfügung steht. Etwas, wo du sagst, okay, hier habe ich jetzt was ich benutzen kann an der Hand. Und ich kann eben in diesem Bereich für eine kurzfristige Auflösung sorgen bei meinen Dingen. Überall da, wo sich das Glück oder diese Wenden zum Besseren nicht gezeigt haben, sehen wir hier, dass sich das, was wir investiert haben, lohnen. Und dass sich irgendwo aus der Belastung raus ein kleines Glück entwickelt, verbunden mit einer Prüfung, die man in diesem Bereich bestanden hat. Schicksalshafte Neubeginne. Ja, hier ist es so, dass wir so ein bisschen Schwierigkeiten, Blockaden, Hindernisse haben, vielleicht auch mit Ämtern oder Behörden oder aus dem Umfeld, aus dem häuslichen Bereich. Also jedenfalls stellt sich uns etwas in den Weg, was aus dem Umfeld mit rauskommt. Und ich habe eben diese Verzögerungsenergien dabei. In der Mitte hier
ist so ein Thema, das hat mit sehr vielen anderen Themen mitzutun. Und zwar geht es darum, Verluste auszugleichen. Und zwar emotionale Verluste, also wo emotional etwas an einem nagt, und auch finanzielle, oder diese auch zu vermeiden. Und man wird hier sehr mit seiner Berufung konfrontiert, mit diesem tiefsinnigeren Ding. Warum bin ich hier auf der Erde und warum muss ich mich mit so viel beschäftigen? Warum stoße ich immer wieder an die gleichen Hindernisse? Wo hat sich schon etwas manifestiert, verankert sozusagen? Manchmal gewöhnt man sich auch daran, mit Schwierigkeiten zu leben oder immer Schwierigkeiten zu haben und hat hier einen Glaubenssatz auch, der wirkt, ne? Es geht um vielleicht auch Veränderungen, die hier mit dem Thema Häuslichkeit, Beruf zu tun haben. Freundschaften sehe ich hier auch, ne? Die hier so angezeigt sind, schicksalshafte Menschen, die einen umgeben, Leute, mit denen man etwas teilt, Wissen, das auf einen zukommt, das man benötigt. Hier kann das Klassische sein, du führst ein Gespräch mit jemand und plötzlich geht dir ein Lichtlein auf. Ja? Und ich habe hier so auch Elemente drin, die sich mit sehr aufklärendem Charakter zeigen. Also es könnte eine Woche der Aha-Momente sein, des Lichtleins, das einem aufgeht, oder das Detail, das übersehen wurde in irgendetwas. Seht ihr noch alles? Ja. So, ich habe für uns selbst, wir liegen im Hause des Schlüssels drin und in unserem Haus liegt auch der Schlüssel drin. Das ist der Moment, wo dir plötzlich klar wird, was Sache ist, was Phase ist, wo du was übersehen hast und wo du dir gute neue Türen öffnen kannst. Ja? Wo du sogar durch das, dass du für dich einstehst, tatsächlich was gewinnst, an neuen Schritten, an neuen Wegen, an Möglichkeiten, und wo hier auch verbunden ist mit einer guten Nachricht, die einen Konflikt in uns selber lösen. Hier sind Kurskorrekturen, das heißt, man verlässt einen Weg, der vermeintlich in die Irre geführt hat. Man spricht die Wahrheit aus, ja? Man ist sehr bemüht, ehrliche Worte zu finden, nicht zurückzuhalten. Genau das löst auch wieder dieses Weitergehen aus, dass man nämlich sagt, okay, hier liegt der Fuchs im Haus des Buches drin und in der Korrespondenz noch das Buch. Das heißt, Wissen zurückhalten oder etwas nicht weitergeben wäre hier nicht angebracht. Das zeugt für mehr Unverständnis. Also hier darf man schon auch mal aussprechen, wo man vielleicht zurückhält, wo man denkt, wenn ich das jetzt sage, dann ist es wieder schwierig oder was weiß ich, ne? Aber hier in der Mitte geht es, wir haben die wahre Größe leben, da geht es um uns, um unser Leben, um das, was wir uns vorstellen, auch um dazu Grenzen zu setzen und rasch etwas aufzuklären, was schon lange, lange in der Mitte brodelt. Emotionale Hindernisse, schicksalshafte Dinge, die man nicht verdaut oder erlebt hat, verdaut oder erlebt, die man erlebt hat, verdaut, so rum. Okay, dann haben wir hier Wege, die entstehen. Ich habe, dass für einige diese Wege durch Personen kommen, durch beispielsweise sogar ein Ehepaar, das hier hilfreich unterstützend ist, die Impulsgeber sein können oder auch Freunde, ne?
Freundschaften. Ich habe im Haus der Freundschaften die Blumen drin. Also auch Kontakte, wo man etwas nimmt, etwas gibt. Eine Harmonie ist, ne? Wo man das Geschenk der Freundschaft zum Beispiel auch erkennt. Möglichkeiten hier das Beziehungsleben in eine andere Richtung zu drehen. Ich sehe gute Energien auch für körperliche Aktivitäten im Beziehungsleben. Die Familienthemen liegen hier im Hause des Schicksals drin. Hier geht es auch um größere Verluste, die man schon erlebt hat. Und das Verdauen dieser, ne, ist hier noch nicht abgeschlossen. Aber wenn wir aufatmen können, wird es in irgendeinem Bereich auch leichter. Man hat wieder mehr Kraft. Und ich habe das hier so, dass der Schlüssel dazu das Thema Ehrlichkeit ist. Selbstwertthemen sind hier angezeigt, ne? Deshalb auch das Grenzen ziehen. Beruflich habe ich so ein bisschen von außen den Stress mit, vielleicht auch viel zu tun, möglicherweise Gespräche, die anstehen, weil man sich neue Türen öffnet. In der Mitte liegt das Thema Beruf, ne? Ja, oder auch viele Gespräche, die anstehen könnten. Kollegen, die stressen, sowas alles. Im wahrsten Sinne des Wortes geht es jetzt hier auch darum, alle Dinge, die man mit Liebe macht oder die Herzensprojekte sind, in die Veränderung zu bringen, in die Klarheit, in ein neues Wachstum. Oder auch Liebeskummer hinter sich zu lassen, verletzte Liebe sehe ich, ne? Konflikte mit dem Leben, mit allem, was sich so als Hindernis in den Weg stellt. Ich habe hier im Haus des Gegenübers den Baum drin. Hier sind langfristige Themen, Konflikte mit dem Leben, mit uns, mit der Liebe, mit Nähe- und Distanzthemen, aber auch wieder mit der Familie, ne? Die Paarkonstellationen, die gucken hier in andere Richtungen. Hier zwischen liegt das Thema auch Finanzen, Beruf und Haus, ne? Und jeder hat hier auch sein eigenes Stückchen zu tragen. Es ist auf jeden Fall eine Woche, wo sich sehr viel auftut, Wissen auftut, wo Infos herkommen, die brauchbar sind, wo Impulse herkommen, die brauchbar sind, wo man aus dem Mangel in die Fülle wiederkommt, in die eigene Kraft auch. Die Selbstständigen haben hier die Störche drin, hier das längerfristige Wachstum auch und Veränderungen am Beruf gehen hier mit den Blumen einher, auch wenn es stressig ist, und mit den Sternen. Also eine schöne klärende Energie. Lassen wir das so stehen. Hier kann auch ein Kreislauf durchbrochen werden, der hier mit sehr viel Auf und Ab zu tun hat. Und kommt in einen natürlicheren Flow zurück. Die spirituelle Energie ist sehr hoch. Ja, ich glaube, wir haben Vollmond, ne, am Samstag, meine ich. Ja, das sind mir zu viele. Ja, der Skorpion fällt, das böse Tier, das böse Sternzeichen. Ich bin einer. Es ist nicht leicht, ein Skorpion zu sein, das könnt ihr mir glauben. Ja, und hier ist die Erlösung, die Transformation, die haben wir hier auf der obersten Seite, auf der obersten Karte, auf der ersten Karte als Thema. Ja, die Schattenseiten, emotionale Gifte, etwas, was erlöst werden will, ne?
Hier ist man dann auch durch auf dem Weg der Ängste, Schatten, Finsternis und Hindernisse. Und man ist auf dem Weg, das, was man sucht, zu finden. Das ist das mit diesem Aha-Moment, ne? Dieses kleine Fitzelchen, das da noch fehlt. So. Hier zeigt sich ein Weg, wo man vielleicht längere Zeit durchs Dunkle oder durchs Ungewisse gegangen ist. Und genau das möchte hier erlöst werden, damit Neues kommen kann. Und es geht darum, dem Kreislauf des Lebens zu folgen. Schatten, die Erlösung finden wollen, dass man selber auch wieder mehr leuchten kann. Energieraubende Muster, die Kraft kosten. Wir haben ja die wahre Größe, die geht uns oft verloren, wenn wir so Mustern folgen, die eben zerstörerisch auch irgendwo sind. Es sind irgendwelche Trigger auch auf der Seelenebene, Handlungen, die man anderen nicht verziehen hat oder auch sich selber. Und es geht auch um den weitesten Begriff der Unvollkommenheit. Ne? Wir sind alle nicht vollkommen und scheitern auch deshalb ab und an und sind dann auch noch sauer auf uns. Jedenfalls kann man hier Ängsten, die man hat, einen Namen geben, sie damit auch entmachten und erlösen. Hier sind viele neue, unbekannte Ufer für uns, die auf uns warten. Der Wellensittich. Ich bringe dir Lebendigkeit, Leichtigkeit, Herzensfreude und Vergnügen. Ich erinnere dich an die reine Freude am Dasein. Veränderungen im Privatleben und auch im familiären Umfeld kündigen sich an. Haben wir hier. Die Familienkarte liegt im Hause des Schicksals drin und die Schicksalskarte liegt hier im Hause des Neubeginns drin. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder. Wer möchte, bleibt noch dran für eine kleine Wocheninspiration. Ich drücke euch bis bald. So, hier bin ich wieder. Schauen wir in einen persönlichen Impuls für die Woche. Ich hoffe, es geht euch gut allen. Ich merke auch immer wieder in den Kommentaren und in den persönlichen Readings, es ist echt gerade nicht leicht für alle. Also ich bin mit Sicherheit kein Einzelfall. Aber es ist auch viele Baustellen, viele existenzielle Themen. Und ja, das muss man halt erst alles mal bewerkstelligen. Ne? Und man braucht einen Punkt, an dem man ansetzt. Und könnte gut sein, dass wir nächste Woche dieses Lichtchen kriegen, das uns aufgeht. Guckt mal, da sind schon 2. Die nehmen wir auch gleich. Und da sind die Glücksimpulse. Ach, ich wollte ja noch ein Krafttier um.
So, für alle nochmal die Hummel, neue Impulse. Man hat sozusagen Hummeln im Hintern. Man kann aufbrechen. Es steht etwas bevor, was sich wieder entfalten kann. So. Sucht euch eine eigene Seite aus. Ich würde diese nehmen. Schauen wir, was die mitbringt. Ja, es geht darum, ungesunde Situationen zu verlassen, damit sich neue Türen öffnen können, selbst einen Cut aufzumachen, nichts zu nähren, das giftig ist oder ja, uns eigentlich eher nicht gut tut, nur um zu funktionieren. Und ja, haben wir den Arbeitsbereich, die Geschäftsvorhaben, eine berufliche Chance, etwas, was uns vorantreibt oder auch, ne, dass man eine ungesunde Situation im Arbeitsbereich verlassen kann. An sich steht hier die Arbeit unter einem guten Stern. Wir haben das Eisenkraut. Hier darf man damit rechnen, dass Seelenwünsche sich erfüllen. Hier ist auch die Vision. Ne? Was sind deine Träume? Was macht deine Seele glücklich? Wir haben die Gewässer, wie spannend. Verbringe Zeit am Wasser, am See, Fluss oder Meer, um deine Batterien aufzuladen. Und natürlich auch gleichzeitig emotionale Reinigung. Ne? Wir haben den Engel der Motivation. Die fehlt mir im Moment manchmal. Und der sagt uns, das Leben steckt voller Überraschungen und Veränderungen. Bitte deinen Engel, dass er dir hilft, dich immer wieder zu motivieren, auch wenn die Dinge mal still zu stehen scheinen. So schenkt er dir neue Energie und erweckt deine Tatkraft und du wirst gleich viel lebendiger. Kannst gestärkt die Dinge anpacken. Hier haben wir den Ballast, der weg darf. Man wirft Ballast ab. Und mit der Nachtigall noch das Thema Sehnsucht. Man hört sozusagen den Ruf seiner Seele, das doppelt sich mit dem Eisenkraut. Hier ist auch der Wunsch nach Freiheit oder nach mehr Kraft, ne? Oder nach Erneuerung und Erweiterung, nach dem Gefühl, dass man geliebt und geführt wird. Die Nachtigall ist sozusagen eine göttliche Botin von Trauer, Liebe und Sehnsucht. Ja, seelische Schmerzen oder alles, wo einem so mit Verletzungen begegnet ist, werden von der Nachtigall gelindert. Und man hat ja auch so diese Energie, zwischen den Welten gut unterwegs zu sein. Ein Gruß von oben, sei nicht traurig, mir geht es gut. Nichts kann uns trennen. Und hier kommt eben der Wunsch nach Erneuerung, nach mehr Licht, nach Nutzen der Lebenszeit und sich einfach auf dem Weg geliebt und beschützt zu fühlen, Erleichterung zu kriegen irgendwo ist hier zu sehen. Dann nehmen wir eure Seite. Ihr habt die Schwangerschaft. Wir hatten ja auch im großen Blatt die körperlichen Aktivitäten in Beziehungen. Aber für mich ist diese Karte einfach, dass ein neuer Zyklus beginnt, dass man etwas auf die Welt bringt, dass man etwas neu gestaltet. Hier werden sich Dinge zu deinen Gunsten entwickeln. Der Wunsch ist in Reichweite. Das Heidekraut, verbunden damit, dass man sich mehr fallen lassen darf, dass man die bedingungslose Liebe mehr spürt, dass man sich getragen fühlt in den Dingen. Wir haben die unendliche Fülle. Schöner Spruch, der da drauf steht, du bist mit allem versorgt, heute und immer da. Eine positive Nachricht, die auf dem Weg ist, und der Engel des Lichts. Lass dich vom Licht der Sonne inspirieren. Da werden die Batterien neu aufgeladen. Man verbreitet wieder mehr Strahlen. Man fühlt sich gut und teilt dies mit anderen.
Und hier ist auch so ein Stückchen die Botschaft, bist du im Licht, dann hast du auch bald Erleuchtung. Und ihr habt hier den Panda mit dem Thema Balance, ne? Ausgeglichenheit, Harmonie, Yin und Yang. Der bringt hier sehr viel Harmonie mit. Der bringt Ausgleich in die Aktionen, die man hat, in das seelische Gleichgewicht, den inneren Frieden, den man wieder mehr spüren kann. Und hier geht es darum, dass man Dinge, die man bewerkstelligt hat, auch immer wieder wirken lässt, bevor man das nächste macht. Und hier gibt es kein Entweder-Oder, sondern es gibt dies und es gibt das, beides geht. Aber natürlich alles, wenn die Zeit dafür reif ist. Ja, ihr dürft euch Zeit nehmen für euch und euch trotzdem abgrenzen und Dinge miteinander zu verbinden und abgegrenzt bleiben ist hier sogar möglich, ne? Es gibt so einen Ausgleich, da muss man nicht mehr allem hinterherrennen, sondern man lässt einfach mal wirken. Man spürt, dass man mit allem versorgt ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald.